Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anna und wir freuen uns, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt, Ja, dieses Mal sind wir in Slowenien unterwegs. um genau zu sein, auf dem Juliana Trail. Genau, und wir sind hier auch schon mitten auf der ersten Etappe und in dem Video werden wir euch die ersten beiden Etappen zeigen. Einmal von Kranjska Gora nach. Mostrana, wenn man Und es so ausspricht. Genau, also keine Garantie dafür, dass es richtig ausgesprochen ist. Und die zweite Etappe geht dann von dort weiter nach Jesenice. Ja, Genau. und wenn ihr wissen wollt, wie die zwei Etappen so sind, Dann bleibt dran und wir schauen es uns gemeinsam an. Startpunkt unserer Wanderung auf dem Juliana Trail war an der Touristinfo in Kranjska Gora. Von dort aus ging es bei frostigen Temperaturen direkt raus aus dem Ort und rauf auf den Trail. Schon nach wenigen 100 Metern war unser Abenteuer fast vorbei. Ein Zaun versperrte uns den Weg. Tja, da haben sie einfach einen Zaun quer über den Weg gespannt. Abgeschlossen. Ist auch kein Schild und nix. Aber da kann man weiter. Mal gucken, ob es auf der anderen Seite wieder rausgeht. schauen wir mal, da unten ist zu. Ja, da haben sie es aufgebrochen. Die erste, die da laufen. Nee. Da hatten wir Glück. Weiter ging es am Flüsschen Sava Dolinka entlang, bevor wir uns an den ersten und bei weitem nicht letzten Anstieg des Trails machten. Während des Anstiegs sollten wir auch einen ersten Eindruck von einer der positiven Eigenschaften des Juliana Trails erhalten. Die schöne Landschaft, die Bergkulisse bzw. die sehr schönen Aussichten. Ich meine, schaut euch doch einfach mal die aus den Wolken aufragenden Gipfel an. Richtig geil. Deswegen haben wir hier auch unser Intro aufgenommen. Auch ein kleines Päuschen gab es hier, bevor es über Asphalt wieder bergab ging. Einen Wasserfall am Wegesrand nutzte ich, um mich, mehr oder weniger gekonnt, mal selbst in Szene zu setzen. Ja. Zwei weitere Herausforderungen standen uns sodann bevor. Zunächst mussten wir über eine vielbefahrene Straße. Gar nicht mal so einfach. Kurze Zeit später kamen wir an einen etwas breiteren Bach. Natürlich ohne Brücke. Die wollen mich verarschen, da ziehe ich die Schuhe aus. Mit nassen Schuhen gehe ich da nicht weiter. Jetzt kann ich doch noch kneipen gehen. Ja, eine Brücke gibt's nicht. Ich filme dich mal, dann filmst du mich. Polizei wird Pflicht werden. Naja, es ist ja nicht lang. Sehr gekonnt. Das wird kalt.
Glücklicherweise sind wir trotz eiskaltem Wasser nicht erfroren und so setzten wir unsere Wanderung lose dem Fluss folgend fort. Eine letzte kleine Herausforderung hielt die Etappe dann nochmals für uns bereit. Ich fand's untenrum einfacher. Du nimmst immer alles auseinander, wenn du irgendwo langläufst. Du zerstörst alles, wo du drüber läufst. Nee, andere Seite bin ich gegangen. Kommen wir hier rüber? Ja, auf der anderen Seite. Du bist die linke gegangen, die du eben versucht hast. Ja, oder so. Richt dir nix. Nee. Die letzten gut 7 Kilometer der Etappe sind so dann aber schnell erzählt. Es ging über einen asphaltierten Radweg bis zu unserem Etappenziel. Landschaftlich immer noch top, läuferisch, naja. Und zu allem Überfluss fing es auch noch an zu regnen. Der zweite Tag auf dem Juliana Trail begann zum Glück mit besserem Wetter, als Tag 1 geendet hatte. Bei herrlichem Sonnenschein ging es raus aus dem Ort und kurze Zeit später ran an den Berg. Heute sollte es auf einen der höchsten Punkte der Tour gehen, auf fast 1300 Meter. Auch hier gab es für uns wieder Panorama satt. Eine Bank mit schöner Aussicht wurde für eine erste Pause genutzt und sorgte, zumindest bei mir, für Erheiterung. Das ist eher für meinen Bobbes gemacht. Wie bereits am Tag zuvor kamen wir auch heute wieder auf Schneehöhe. Winterwunderland. Da oben kannst du noch Schlitten fahren. Was wir allerdings nicht wussten, 3 Tage später bekamen wir noch viel mehr Winter, aber ohne Wunderland. Kaum aus dem Schnee heraus entdeckte Tobi gleich wieder ein Blümchen am Wegesrand, das natürlich fotografiert werden musste.
Nachdem wir auf den ersten 2/3 der Etappe auf breiten Wegen vorangekommen sind, wurde es dann ab dem Dörfchen Pławski Roft zeitweise etwas wilder. Kurz vor dem Etappenziel mussten wir nochmal ein kleines Hindernis überwinden. Mit etwas unterschiedlicher Herangehensweise. Na super. Mit Rucksack fantastisch. Oh Mann. Na, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Hey, mach's wenigstens lustig. Du bist ja blöd. Dachte ich hätte mal was zu lachen. So erreichten wir schließlich das Ziel der 2. Etappe. Die für ihre Eisenhütten und die metallverarbeitende Industrie bekannte Stadt Jesenice. Ja, wir haben es fast geschafft. Hier hinter uns seht ihr schon Jesenice, das heißt unser zweites Etappenziel. Also mit anderen Worten, die ersten 2 Etappen liegen jetzt fast hinter uns und noch wenige 100 Meter runter bis in den Ort. Ja, also bei der ersten Etappe, was man jetzt zur Wegführung sagen kann, waren die ersten 2/3 sehr schön, naturbelassen am Fluss lang. Der letzte Teil ein bisschen, Dann die 2. Etappe genau andersrum. Die ersten 2/3 breite Wege, Berg hoch, Berg runter. Und das letzte Drittel war dann aber auch wirklich wieder sehr schön, auf schmalen Pfaden und mit Wurzeln und Steinen, wie wir es auch immer mal ganz gerne haben. Ja, so und zur Wegführung, was können wir da sagen? Ja, war eigentlich so bisher ganz ordentlich wie erwartet. Was sehr schön ist hier natürlich, sind die Ausblicke auf die Berge ins Tal runter. Also da ist schon einiges geboten, hatten auch jetzt viel Glück mit dem Wetter. Gerade gestern war es eigentlich viel schlechter gemeldet. Da blieben wir bis auf kurz vorm Schluss dann doch recht trocken. Jetzt warten wir auf morgen, wie es dann morgen sein wird. Ansonsten, wo man mal noch ein bisschen drüber reden müsste, ist die Wegmarkierung, gerade bei der ersten Etappe. Also die könnt ihr an einer Hand abzählen, die Schilder, die wir da gesehen haben oder dann noch nicht gesehen haben. Also da war nicht viel los. Jetzt hier, 2. Etappe, deutlich besser. Mit Aussetzern? Mit Aussetzern, aber ja, doch, man konnte sich anhand der Schilder deutlich besser orientieren. Also gerade gestern haben wir dann auch ganz, ganz viel, aufs Handy geguckt, wo wir jetzt überhaupt lang müssen. Aber gut, wir haben es geschafft und dann würde ich sagen, freuen wir uns auf die 3. Etappe morgen. Genau, wir laufen jetzt die letzten paar 100 Meter runter in den Ort. Oh, und morgen geht's weiter. Genau, euch wie immer viel Spaß beim Wandern und dann sehen wir uns bei Etappe 3 und 4 wieder. Genau.